Naja, Kupplungspunkt ist wirklich auch radikal. Eieiei. Norden 901, willkommen zu einem weiteren Video und zu einer weiteren Testfahrt. Norden 901 ist mir noch aufgefallen, hat kein elektronisches Fahrwerk, stresst mich subjektiv ein bisschen. Aber, okay. Ich bin 1,75, es ist sehr hoch. Geringer Lenkereinschlag, würde ich sagen. Suboptimale Position. Sehr knackige Bremse. Spannender Kupplungspunkt. Halleluja. Also die Bremse kennt gefühlt nur 0 und 1. Geil, die Fußhebel sind echt gleich wie bei der KTM. Also wenn du es nicht gewohnt bist, schaltest du einfach ins Leere. Im Sinne von, die Hebel sind innen. Genau. Okay. Lol, der ist echt weit innen. Wenden, sehr spitzer Kupplungspunkt. Regel hin. Okay. Spannend. Spannend. Oh yeah! Okay, lenkt sehr gut ein. Der Fußhebel ist echt so, also echt so, ganz spannend. Fühlt sich sehr klein, leicht und agiler. Also soweit eigentlich das, was ich gesucht habe. Hardcore. Also die Hebel sind so weit innen, dass es ungemütlich ist. Auf die Idee gekommen, hier einfach hier mal Probe zu fahren, weil ich mir gedacht habe, geiles Moped. Das einzige Problem, das ich aktuell habe, sie hat kein elektronisches Fahrwerk. Und nachdem ich echt sehr viel fahre, mit Freundin, ohne Freundin, ja, aber Hardcore, also die Bremse kennt wirklich nur 0 und 1. Genau, nachdem ich sehr viel fahre, gemeinsam mit der Freundin, weiß ich echt nicht, ob ich am Fahrwerk manuell einstellen will, besonders weil ich schon seit 6 Jahren jetzt, 5 Jahre BMW, 1 Jahr Ducati, ein elektronisches Fahrwerk habe. Also echt spannend. Polizei. Und ja, okay, Blinker ist geil. Es gibt nur links und rechts und du weißt nie, in welche Richtung du blinkst, aber egal, das kriegt man hin. Menü, rein, raus, rauf, runter. Eigentlich soweit voll übersichtlich. Genau, viel Knöpfe gibt es auch noch. Ja. Aber der Hebel ist doch echt zu kurz. Im Sinne von... Was soll das? Aber okay, Luxusprobleme vielleicht. Ich freue mich echt auf die Notbremsung. Also bei diesem Bremshebel muss das radikal sein. Ja, aber als Drehmoment ist auf jeden Fall gut und vorhanden. Ich glaube, es macht sehr Spaß, bei Alpenpässe zu fahren. Ja, Fahrwerk ist responsive.
sehr bissiger Motor, würde ich sagen. Und da kann ich die Asskarte ausspielen. Wir sind schmal genug, um zwischen Autosport zu fahren. Das muss man dann auch testen. Genau, hier ist wahrscheinlich irgendwas schief gegangen, wie ihr gesehen habt, der Lieferwagen hat auch irgendwie verdächtig ausgeschaut. Und ja, jemand hat das Moped hier geliked. Sehr geil. Motor krass, Drehmoment stark und was mir sofort auffällt, auch eine abartige Hitze hier beim linken Fuß. Ganz gleich wie bei der KTM 1290 Super Adventure R. Spannend. Dann schauen wir mal, was sie kann. Junge! Okay, alles ist besser als die Triumph beim Bremsen. Okay, also das mit dem Schalthebel ist wirklich krass, er ist auch unendlich sanft und soft, wenn man ihn auf Leerlauf schiebt, man spürt quasi gar kein Feedback. Aber ja, echt spannend, also diese abartige Hitze auf der linken Seite ganz gleich wie bei der 1290er, wäre spannend, ob das bei der 890er auch noch passiert. Die 890er gefällt mir eigentlich nicht so, aber ich habe dort jetzt echt ein, zwei Modelle stehen gesehen, die geil ausschauen. Festhalten. Das ist echt spannend, also sehr bissig beim Bremsen, also vorne und hinten hat man das blockieren gehört. Ich finde, man schwimmt so leicht, bedeutet für mich unpassend. Keine Ahnung, aber wenn man hier so fährt, die Straße eigentlich eben, ich würde mir vorstellen, dass das straight drüber brettert, wie er vorne wahrscheinlich in seiner Ducati. Aber nee, du spürst so leichte Wellenbewegungen. Moment, 1, 2, 3 wollen wir. Genau, du spürst so leichte Wellenbewegungen, immer so ein leichtes Schaukeln. Und ja, also auch wenn du jetzt hier Gas gibst, dann du spürst wirklich, wie es die Gabel raushaut, du spürst diesen Schwung, genau, leicht hebt das Vorderrad ab, was potenziell immer kritisch ist, wenn es leicht abhebt, weil dementsprechend, wenn es schief aufkommt, das ist sehr Stress in dem Moment. Und ja, also leichtes Aufheben bin ich immer sehr skeptisch gegenüber. Genau, dann ist es es kommt wieder runter und es federt ein. Also geiles Lenkverhalten, für mich nicht optimales Fahrverhalten. Aber ich war anders als andere Menschen. Weißt du nicht. Aber ja, was ich wirklich geil finde, ist das Display. Es ist sehr klein eigentlich, aber gestompt scharf. Und die Schrift ist auch relativ klein, also man braucht gute Augen, glaube ich, dass man sieht. Also so Altersgruppe älter, unpassend. Aber sehr geile Farben, sehr modern, sehr fresh, sehr klar ersichtlich alles. Also auch das ruhige Fahren hier ist super angenehm möglich. Ja, interessant. Also Biss hat der Motor auch auf jeden Fall gewusst. Wir haben es gesehen, er beschleunigt super gut, er zieht gut durch, auch vom Fahren aus, zieht er sehr gut durch. Sound gefällt mir, ist verdammt geil. Kurz wollte ich mich bedanken, fürs Stehen bleiben. Danke.
Hat sich's noch überlegt? Ja, nein, vielleicht. Jawohl, ja, auch noch schön. Meine Güte, die sind bepackt. Krass! Wieder so ein Ständer, der einfach so mega geil ausklappt. Gefällt mir. Seitenständer notausgedrückt. Boah, das ist auch ein Wahnsinnsfeature. Mir geht es nämlich voll oft so, dass ich einfach, wenn ich das benutze zum Motor ausschalten, dass ich vergesse, dass es an ist und dann kannst du das starten. Du hast es mit ein bisschen Routine eh drauf. Aber ja, Mann, das sind Engländer. Ziemlich geil. Weiter Trip. Und wenn wir dieses Jahr noch nach Irland fahren, was eigentlich geplant war, ich wollte irgendwann noch mal so ein Video machen, von wegen, hey, das steht an für dieses Jahr. Das wäre gewesen, hey, einmal Sizilien, einmal Irland. Jetzt wisst ihr es auch. Und ja, mal schauen. Also Not ausgedrückt, können wir wieder einschalten. Und ansonsten Schlüssel, wir können mal checken. Geil. Das Zündschloss fühlt sich auch sehr knackig an und sehr geil. Komplett transparent, was passiert. Manchmal schwimmt man da drin ja auch so rum. Krass, hier ein physischer Knopf für die Nebellichter. Hat das Ding die Nebellichter drin? Ist auch echt spannend. Hat es echt? Cool, leuchtet. Sieht soweit super schick aus und gefällt mir echt. Welcome to Germany! Schickes Moped. Auf jeden Fall schickes Moped. Und ich muss leider sagen, den, wo habe ich den denn gesehen? Ah, den habe ich mir, glaube ich, angeschaut und voll begeistert gefunden bei Motorrad Finkel. Ich finde, der sieht echt super sexy aus. Geiles Konzept, scharf. Ja, ich meine, ich bin jetzt ohne Motorrad in München und ich muss sagen, bei 31 Grad vor dem Bahnübergang Brutzeln habe ich gar nicht so vermisst. Aber was soll's, gehört einfach dazu. Das Kupplungsgefühl ist ganz spannend. Ich weiß nicht, das gibt glaube ich auch nur ein oder aus. Und ihr habt es gesehen, das war ungefähr Hardcore. Das war ungefähr 5 mm Bremshebelbewegung hier rechts. Okay, ihr seht 1 cm vielleicht. Auf 5 mm passiert gar nichts. Und dann passiert das. Das ist echt sehr intensiv. Aber ja, Schaltautomat runter und drauf. Jetzt smooth. Auch sogar wenn keine Last ist. Das ist echt lustig, also macht Spaß zum Fahren, sieht hübsch aus, schön ausgeräumt. Ich finde auch die Optik voll in Ordnung, auch von vorne jetzt. Man gewöhnt sich relativ schnell dran. Ich war kein Fan, alle sagen, sie ist so hübsch. Ich finde, die Front könnte man noch geiler machen. Also alles ist von der Seite eine 10 von 10. Aber dieses runde Licht vorne, ja, Husqvarna und kennt man von anderen Motorrädern. Aber wenn die das noch ein bisschen schärfer, ein bisschen aggressiver, vielleicht ein bisschen mehr Kawasaki-Style reingebracht hätten, einfach ein bisschen was Kantiges, noch was Futuristisches, so wie das Bike von der Seite aussieht, so wie das Display aussieht, dann wäre es mein Bike auf jeden Fall, aber dann hätte es auch elektronisches Fahrwerk. Aber ja, man gewöhnt sich dann, hübsch ist sie auf jeden Fall, kann man also unterm Strich kann man auf jeden Fall sagen, sie gefällt.
Ja, also ist Hardcore. Der Triumph auf jeden Fall haushoch überlegen im Bremsen. Krass, also auch nicht mehr, ich schneide gerade das Video zu Hause, die Probefahrt kommt bald. Für euch ist sie schon gekommen. Eieiei, genau, Sand in der Ausfahrt brauchst du immer optimal bei der Probefahrt. So, da, ich wollte einfach nochmal irgendwo stehen bleiben und wir schauen uns das an. Ja, das ist halt schon geil. Wenn du einfach mal 20, 30 Kilo weniger hast beim Umdrehen, ist das halt schon mal richtig geil. Genau deshalb reizt mich die Kategorie auch. Ja, Sound ist wirklich auch sehr sexy. Und dann schauen wir, also das finde ich wirklich toll, weil oft ist das Feedback, ich weiß, idiotensicher ist genau mein Ding und manchmal geht es uns allen so, wir sind irgendwie in Gedanken und wir checken nicht, warum funktioniert was nicht. Und das ist idiotensicher, das finde ich wirklich toll. Ansonsten schauen wir mal. Ei, also ja, sieht schon super scharf aus, finde ich. So hier echt geil. Und was mir auch sehr gefällt, man sieht sie selten. In der Super Adventure 1290 zum Beispiel sieht man eigentlich sehr oft. Was fast ein bisschen schade ist. Also ja, toll. Aber zu weich für mich. Jetzt kann man das bestimmt härter einstellen. Ich glaube auch nicht, dass hier irgendjemand was verstellt hat. Das heißt, das wird schon die Standard-Config sein. Genau, wenn ihr irgendwelche Infos zum Bike haben wollt, dann seid ihr hier falsch, dann zieht euch andere Review-Videos rein. Ich gebe immer nur das Feedback, wie mir das Bike gefällt, wie es für meine Fahrverhältnisse passt, wie es für das, was für meinen Fahrstil passt, passend ist oder nicht. Ob mir irgendwas speziell Komisches auffällt. Ich glaube, genau eine Africa Twin habe ich heute konfiguriert und die Sozius Fußrasten muss man wirklich separat kaufen. Außerdem habe ich heute echt eine Africa Twin gesehen und ich muss sagen, sie hat ein bisschen schwach auf der Brust ausgeschaut, weil sie einfach ein bisschen schmäler ist. Und zwar, das bedeutet, ist einfach schade dann. Also ich brauche schon irgendwas, was geil dasteht, was irgendwie, wenn du es anschaust, denkst du dir, ist ein geiler Bock. Im besten Fall, wenn du es entgegenkommen siehst oder wenn du es fahren siehst, ist ein geiler Bock. Muss auch nur für mich zutreffen, ist ein geiler Bock, aber das reicht mir. Genau, bei der Africa Twin habe ich mir heute leider gedacht, sieht schmal auf der Brust aus und anständige Brust muss vorhanden sein. Ja, ist ein geiles Moped, also so in echt. Auch wenn man mal damit gefahren ist und weiß, wie sie sich anfühlt. Fühlt sich wirklich geil an, auch das Licht hier. Ihr seht das bestimmt auch, das Spiegeln. Und es ist echt hell. Also ein Grund, weshalb ich auch von Racebike auf große Adventurebike umgestiegen bin, war einfach auch die Sichtbarkeit. Weil wenn du mit so einem kleinen Funzel herumfährst, ich glaube bei Suzuki ist es echt klein und bei Yamaha bin ich mir nicht ganz sicher. Aber ja, ich finde Nebelscheinwerfer und ein Licht, hey, wenn dein Leben diese Nebelscheinwerfer retten können, weil dich ein Pensionist sieht im Gegenlicht oder einfach am hellen Tag, kauf es dir. Ja, krass. Tolles Moped. Echt schade, dass wir keine einzige Kurve fahren. Wieder mal hier München-Style Probefahrt. Und dann, ich würde sagen, wir müssen wieder zurück. Einfach die ganze Gerade wieder zurück. Da ist zumindest eine Kurve dabei. Da ist ein bisschen was dabei. 21. Ja, der Weg ist geil. Der Weg ist geil. Ich finde, der Weg ist super geil. Und dann noch einfach hier rum. Was mir ganz großartig gefällt, echt noch immer ein Trauerspiel von der Africa Twin. Obwohl ich sie echt in die nähere Auswahl genommen habe. Da habe ich diesen schwach auf der Brustteil noch nicht gekannt. Ich sehe hier, wie voll der Tank ist. Das flasht mich. Ich weiß nicht. Es müsste doch irgendwelche Controls geben, die immer sichtbar sein sollten. Tank sollte dazugehören. Also Motor geil, haben wir ja schon gehabt. Sound auch sehr geil, muss man so sagen. Bei der Triumph war das ja so. Die ist echt. Also das Bremsen auch mit der hier, du ziehst voll durch und sie fährt. Nice, danke. Du ziehst voll durch und sie fährt einfach grundsolide eine Linie, wie es gehört. Und das andere Moped, also die Triumph,
war halt echt instabil beim Bremsen. Und außerdem dieses Verrücken auf dem Sitz war auch total ungemütlich. Und hier einfach, du spürst, es ist einfach safe, es bremst maximal, du stehst aus deiner Ideallinie zu deinem Ziel und alles ist cool. Ist sehr wichtig. Ja, was mir auch sehr gefällt, ich bin sofort in der Lage, den Tempomat zu bedienen. Einschalten, Minus, das ist schon cool. Sehr glücklich. Was mich auch voll umhaut, was mich auch voll umhaut, ist, dass der Verbrauch hier echt angeblich 400 Liter ist und ich sage und schreibe 400 Kilometer damit fahren kannst. Echt unvorstellbar für mich. Aber hey, wenn andere das geschafft haben, dann ist es so. Finde ich sehr beeindruckend. Ich muss mal kurz checken, ob Google Maps das so hingebracht hat, dass er diesen Checkpunkt tatsächlich abgearbeitet hat und wir automatisch zum nächsten weiterfahren. Ich glaube nämlich nicht. Ich glaube, der ist jetzt im Pausemodus. Jetzt müssen wir noch hoffen, dass er nicht automatisch umplant, wie er das so gern macht. Dann können wir zumindest eine Autobahnauffahrt oder so fahren. Mir kurz geschreckt, dass der LKW auf der mittleren Spur losgefahren ist. Aber ja, also der Durchzug ist abartig. Spannend, spannend, spannend. Sehr sexy Flitzer neben mir. Ja, Kupplungspunkt ist wirklich auch radikal. Also ja, das ist spannend. Ihr habt es gesehen, ich glaube vom zweiten auf den dritten ist irgendwas schief gegangen. Und ja, auch das Gas ist sehr sensibel. Also wenn man so wie ich jetzt hier reinrollt, hat man schon Sorge, dass man Moment, ich hätte wieder mal nicht kratzen sollen. Aber es war auf Ja doch, er hat wirklich gesagt, hier wenn, Junge, eine Google Maps Navigation erste Weltklasse. Genau, also das Gas ist sehr sensibel, wäre spannend, ob man das einstellen kann. Wenn wir God Mode unterwegs sind, können wir das vielleicht kurz checken. Okay, hier nicht, ABS, nein, okay, ich glaube man kann es nicht einstellen, ist einfach so. Ich rolle sehr sanft um die Kurve, weil ich Sorge habe, dass der Irrtum nicht am Gas antriggert. Ich stehe auch wirklich, ich stehe mit beiden Füßen ein bisschen auf der Zehenspitze. Also wenn das Ding ein bisschen tiefer wäre, wäre das auf jeden Fall geil. Und ist aber okay zum Fahren. Genau bei Offroad, genau bei der Ducati bin ich besser gestanden auf jeden Fall. Habe mir auch echt gewünscht, deshalb die tiefere Sitzbank, damit ich auf jeden Fall solide drauf stehe. Ja, mir fällt auch ein, bei der KTM Super Adventure die Fußposition war auch ein bisschen anders, wahrscheinlich ein bisschen angewinkelter Kniewinkel. Kurz warten wir. Ja. Alles klar, rechts, das wird klar, das war der Plan, deshalb die Kurve. Die einzige Kurve, die wir heute kriegen, Leute.
doch gewusst, dass hier eine Tankstelle kommt. Ah, die kriegen wir noch so rum. Passt, erweisen wir denn die Ehre. Alles besetzt. Ist doch fast nicht. Wir haben alle Zeit der Welt. Geil, gut abzusteigen, steht stabil, alles perfekt. Schenken wir ein bisschen Spiritus ein. Alles klar, eigentlich noch buchvoll. Bin ja auch nur Stadtverkehr gefahren. Aber nur Alibi halber eher, um mein Gewissen zu beruhigen. Danke KTM Nord für die Probefahrt. Oh geil. Nein, auch. Okay, man kann ihn echt, man muss den drin Stecker draufdrücken. Ja, Junge, Alter. Wieder zurückdrehen? Nee. Alter, wie man bei den einfachsten Sachen immer scheitern kann. Okay, warte mal. Eine so. Ja, echt, man muss ihn, ich teste das nochmal. Verdammt, man muss ihn manuell zurückdrehen. Nee, oder? Boah, Junge. Ja, echt, jetzt klemmt da irgendwas? Nee, vom Mechanismus müsste es rausgehen. Jetzt hat es kurz geklickt. Hardcore. Okay, visuell geil. Bisschen anstrengend zu bedienen. Was haben wir hier? Säule 2 kriegen wir hin. Bis gleich. Oh yeah, also wenn man hier so herkommt, das Moped sieht saumäßig geil aus. Liegt vielleicht auch an der gelben A-Chip. Ist es A-Chip? Irgendwo müsste schon Chat. Genau, liegt vielleicht auch an der gelben Chat. Spaß. Aber nein, sieht sau geil aus. Gefällt einem auf jeden Fall. Genau, ob ich gerade beim Tankverschluss echt zu blöd war oder ob es da einen Trick gibt, keine Ahnung. Werde ich den Typen gleich noch fragen. Ich werde ihn auch noch gleich fragen, wie man das Fahrwerk einstellen kann, wo man es einstellen kann und ob man das auch ein bisschen härter bekommt. Einfach easy. Hat sexy ausgeschaut. Also, liegt gut auf der Hand auf jeden Fall. Lässt sich super gut fahren, macht Spaß. Und wie gesagt, Asskarte Nummer 1, auch mit Polizei. Man darf wieder in die erste Reihe fahren. Großartig. Jetzt schön gemütlich losfahren. Kein Aufsehen erregen. Was? Sie sind rechts abgebogen? Immer super gut. Rechts sind sie. Aber ja, auch hier, wenn man so durch die Stadt fährt, ich sag's euch, man spürt, okay, Ölspur, gute Konzentration. Aber es pendelt die ganze Zeit so leicht. Jetzt ist übertrieben gesagt, aber wenn man sensibel mit seinem Arsch hier ist, dann spürt man das. Das ist ein bisschen schlimm, würde ich sagen. Ja. Vielleicht, wir können ja hier jetzt keine Kurven fahren und keine Berge. Also vielleicht ist es beim sportlichen Fahren gar nicht so. Der Motor gefällt mir wirklich sehr gut. Genau, vielleicht ist es beim sportlichen Fahren gar nicht so. Aber hier fällt es halt auf. Auch so, ist ja noch im durchschnittlichen Drehzahlbereich. Hört sich gut leicht und locker an. Du hast das. Ja, wenn du es willst, hast du es halt. Echt, und wieder mal, echt, finde ich voll gut, dass ich das für mich feststelle. 100 PS, mehr als ausreichend für ein Zweirad. Und wenn das gelegentlich Autofahrer beobachten, immer schön rechts und links parken, Rettungsgasse auch in der Stadt, weil zumindest Mopeds können sie nutzen. Danke dafür. Ja, war eine tolle Probefahrt. Immer richtig traurig in der Stadt, aber was soll's, immerhin habe ich es untergebracht, immerhin bin ich drauf gesessen, immerhin habe ich jetzt einen Eindruck und jetzt schauen wir noch mal, was es dir erzählt. Also ich glaube, das Ding in Schweden oder in Norwegen, das passt einfach ins Landschaftsbild traumhaft, der geht's gar nicht.
Und das ist natürlich auch der Hit. Mit der Ducati wäre ich wieder stecken geblieben. Mit diesem Geschoss wird das noch. Das ist toll. Und ja, ganz lustig, ich habe gerade die Bremse festgezogen, ist auch so ein Reflex, diese Feststellbremse bei Ducati. War, muss ich sagen, auch echt praktisch, hast du halt nie Sorgen machen müssen, dass du irgendwie wegrollst. Also das ist ja, glaube ich, Berganfahrhilfe unter anderem auch. Aber genau, ich habe das manchmal auch im Stadtverkehr einfach benutzt, weil ja, du stehst dann einfach, du bist fix da. Und ich glaube, sie wie im Gang eingelegt, ist relativ safe. Und schon klar, wir rollen da einfach so irgendwo hin, aber es ist praktisch. Auch, genau, auch wenn man halt irgendwie bergauf oder bergab steht, man steht dann halt immer nur eben, stehst du halt einfach fix, kannst dich ganz entspannen und fährst dann einfach wieder weiter. Hardcore, wirklich, auch wenn du ganz sanft ranbremst. Also du kannst auf jeden Fall richtig hart Spaß haben mit dem Moped. Das ist bei dem Motor garantiert und ich krieg irgendwie echt noch mehr Bock auf die 890er. In diesem Moment immer defensiv fahren und direkt erkennen, er will raus, du willst raus, nichts riskieren, einfach schön sachte, yes, einfach schön sachte defensiv fahren. Diese Möglichkeit gibt es immer, du wartest einfach, dass er seinen Job macht, du bist sowieso schneller unterm Strich. Passt, das war's. Geile Eindrücke von diesem geilen Bike. Hat richtig Spaß gemacht, bin echt gespannt, was er mir jetzt noch über das Fahrwerk erzählt. Und ja, wir sehen uns, boah, ich lade mal meine Sachen ins Auto, wir sehen uns bald. Hi, servus und guten Morgen. Wieder erwarten nicht aus dem Auto, aber von unserem bekannten Review-Ort, der Balkon. Und zwar, also der Tankdeckel hat wirklich auch mit dem Händler abgeklärt, der hat einfach ein Problem, also der geht sehr mühsam rein und man muss ihn auch fest reindrücken und dann noch manchmal manuell, also mit dem Schlüssel noch ein bisschen nachhelfen. Wir sehen es hier. Ja, dann kann. Okay, warte mal. Eine so. Ja, echt, man muss ihn, ich teste das nochmal. Ganz spannend. Ansonsten, ja, muss man wissen, also die Kupplung hat nicht wirklich Spiel, die ist einfach da. Die Vorderbremse hat auch nicht wirklich Spiel, sie ist einfach 100% da. Die Hebel beim Fuß, muss sagen, fühlen sich für mich nicht 100% geil an, im Sinne von, erstens, sie sind viel zu weit innen, also noch weiter als bei KTM, würde ich sagen, und auch so das Verhalten vom Ziehen, also ich habe diese Stiefel angehabt, ihr kennt es mit euch schon, kurz hier, aber ja, das muss ja trotzdem klappen, im Sinne von, das sind ja sogar Moped-Stiefel, und ja, deshalb die Position von den Hebeln. Und auch das Feedback, also dass du in den Leerlauf kommst, das ist eher so ein Nichts. Im Sinne von, normalerweise spürst du ja ein bisschen so dieses, es kommt jetzt der Gang raus und dann bist du im Leerlauf. Aber hier kriegst du eigentlich mit dem Fuß gar kein Feedback, dann ist es einfach im Leerlauf. Genau, und von 1 auf 2 mit dem Schaltautomat auch, ja, es geht, es ist einfach visuell kein Feedback. Aber ja, es ist kein geiles Feedback, sagen wir so. Also bei der KTM Super Adventure R ist es wirklich phänomenal im Verhältnis. Und auch bei den anderen Bikes, die ich so Probe gefahren bin, jetzt war das Feedback überall besser. Genau, das Fahrwerk selbst war mir beim Fahren viel zu schwammig. Man ist auch ein bisschen, zwar nicht so schwergängig Schiff-Style wie die Triumph. Ich habe gerade das Video geschnitten, wird super, gefällt euch bestimmt. Habt ihr in dem Moment schon gesehen. Falls nicht hier, sondern eher so ein leichtes, konstantes Wippen. Genau, ich habe das wirklich gestern Abend noch nachgelesen in der Anleitung. Man hat dort wirklich vorgeschrieben, wie viele Klicks und wie man die Vorspannung ändern muss für Komfort, Standard und Sport und maximale Beladung. Ganz easy. Auch super beschrieben, also kann jeder machen. Soweit ich verstanden habe, muss man in der Regel 3 Hebel umstellen, um das wirklich konstant umzusetzen. Und zwar vorne und hinten die Gabel und die Vorspannung in der Mitte. Und ja, dann sollte das funktionieren. Allgemein habe ich es sehr genossen. Man spürt, dass es 40 Kilo leichter ist. Ist ein geiles Bike, fährt super, der Motor ist brachial. Mega Durchzug, gefällt mir wirklich sehr gut. Allgemein die Federeinstellung so zu sanft, man weiß aber nicht, was jetzt eingestellt war. Ich würde mal von Standard ausgehen, der Verkäufer gestern auch, war super nett. Danke an KTM Nord für die tolle Probefahrt. Und ja, man hat mir auch gesagt, die Super Adventure S ist dort jetzt auch verfügbar, auch Vollkasko versichert zum Probefahren. Genau, hat es vor 5-6 Jahren noch nicht gegeben, da wollte ich mal eine Super Duke dort Probefahren. Da war immer nur die Haftpflichtversicherung. Deshalb, so ist jetzt mein aktuelles Feedback. Das Bike ist sehr geil. Ich lasse das mal wirken. Es ist auch definitiv groß genug für 2 Leute, um
lange zu reisen. Auch vom Durchzug passt das bestimmt und man hat das Gefühl durch die Sitzbank und wie auch der Sozius sitzen würde, dass wir da stressfrei zum Beispiel jetzt nach Irland kommen, auch mit Campingzeug und Gepäck und dass wir da einfach Spaß haben. Und ja, vor allem vor Ort hast du eben ein kleineres Bike, sehr geil. Tempomat, easy zu verstehen, Minus zum Setzen, alles easy. Ich habe noch diesen Schaden von der KTM Super Adventure R und dem fehlenden Feedback von dem Händler und auch von der Africa Twin, wo ja manchmal der Tempomat einfach nicht reingegangen ist. Mittlerweile habe ich das Video auf jeden Fall gesehen, geschnitten, selber nochmal angeschaut. Wir waren definitiv über 50, aber ich habe ihn trotzdem nicht aktivieren können. Merkwürdig. Aber egal, wird bestimmt auch irgendein Verhalten geben, wie man das lösen kann. Das ist jetzt auf keinen Fall kein Aufgrund. Das ist jetzt auf keinen Fall kein Kaufgrund. Ihr versteht mich. Auf jeden Fall deshalb nicht kaufen. Egal. So, ja, das ist so das Feedback. Ich finde sonst echt hübsches Bike. Also nach dem Fahren gefällt es mir visuell auch noch besser. Und ja, deshalb ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Video. Falls euch das Video gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Und wenn ihr weiterhin dabei bleiben wollt, wie das ausgeht, gerne auch die Glocke aktivieren. Wir sehen uns bald und morgen kommt die Yamaha Tracer 9. Auch einfach so zum Fahren, Spaß haben, auch mit der Freundin mit dabei. Das wird eine geile Probefahrt. Servus.